Wie kunstsinnige Hände mit natürlichen Baustoffen in alten Häusern oder Kirchen Epochen nacharbeiten. Davon erzählt das Handwerk der Kirchenmalerei. Wenn man in den Raum geht, man guckt meist zuerst an die Decke, weil wahrscheinlich auch oft schöne Malereien an Decken sind. Ja, es ist gerade für dieses Haus ein Zeitzeugnis. Also da war mal ein Künstler und der hat sich hier damit befasst, mit diesem Raum. Und ich finde, das gehört zu dem Haus. Und wenn das jetzt weg wäre, das hätte diesen Charme nicht, diese Geschichte, die dieses Haus erzählt. Und das finde ich toll, dass das eben jetzt hier noch erhalten ist. Ein Fenster in die Vergangenheit. Bevor sie ein neues Werk angeht, recherchiert die Meisterin in Kirchenmalerei, Mercedes Kupczyk, die Geschichte dazu. In diesem Fall öffnet sie ein Fenster in die Renaissance. Eine verblichene Malerei aus dem 16. Jahrhundert. Also ich als Kirchenmaler habe halt mehr mit dekorativen Techniken zu tun, aus vergangenen Zeiten. Und ich gucke halt, was für Bindemittel, Pigmente verwendet wurden. Also hier an den weißen Blütenblättern sieht es aus, als ob eigentlich ein Gelbpigment da gewesen wäre. Also hier sieht man ganz gut die Handschrift. Der ist hier lang gefahren mit dem Pinsel, so und so. Das sind eigentlich nur 2 Striche und hier hat man fast den Eindruck, das ist nur ein Strich. Ne, fängt hier an und hört hier auf. Und hier genauso. Da ist überhaupt nichts ausgemalt. Ich sehe nicht mal eine Vorzeichnung, weder Pauspunkte noch Bleistiftlinien. Also es hat fast den Anschein, dass er das einfach so frei hier reingesetzt hat. Aber ich finde es schön, ich finde es spannend. Könnte es eventuell auch eine Malerin gewesen sein? Oder? Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Vielleicht war es auch eine Malerin, kann sein. Warum nicht? Ist heute auch nicht so oft, dass Frauen im Malerberuf tätig sind. Warum nicht? Kann sein. Wie ein Detektiv versucht sie zuerst, Macharten wie Materialien zu enttarnen. Ihre Fachrichtung baut auf Malerin und Lackiererin auf. Seit 1990 gestaltet sie Objekte in Kirchen und anderen Denkmälern. Das hier ist vermutlich das älteste Haus in Wertheim, um 1260 erbaut. Die heutigen Eigentümer der Münzgasse 2 haben zufällig versprengte Reste von Deckenmalereien im Erdgeschoss entdeckt, als sie das Haus entkernt haben. Also ich fände es gut, wenn ein gesamtes Feld rekonstruiert werden könnte und die anderen quasi nur mit Bandellierungen versehen werden. Okay. Ja, so dass man sieht, so hat es tatsächlich mal ausgesehen und einige Felder sind halt noch im Originalzustand vorhanden, die quasi gereinigt wurden und ein Feld eben komplett so, wie es mal ausgesehen hat. Und dass man halt diese neuen Sachen schon ablesen kann, aber nicht zu sehr. Ne? Ja, dass man also schon genau sich schon zurücknimmt in der Farbgestaltung. Man ne? kann es sehen, aber der nicht gleich auf den ersten Besucher, Blick. Genau, genau, auf den zweiten. Seit rund 800 Jahren bastelt immer einer an diesem Haus herum. Von der Gotik über die wiederbelebte Antike bis jetzt. Mit den Mitteln von damals, Kalk, Bindemittel und Pigmenten, wird die gebürtige Sächsin diese Zimmerdecke retten.
und schätzt, sie braucht dafür 3 Wochen. Erstes Werkzeug: eine Stahlbürste für die Deckenbalken. Damit kratzt sie sich zuerst durch die Falten der letzten Jahrhunderte. Entfernt Staub, Dreck und Ruß und gleichzeitig raut sie die Oberfläche des Holzes auf. Dadurch ist es bereit für den ersten Anstrich. Der Ruß ist gar nicht mal so alt. Der letzte Brand war vor 100 Jahren. Das ist ein Isoliersalz. Damit gehe ich auf die sehr verrußten Balken und versuche diese Salze, die dann bei dem wässrigen Anstrich rausbluten, sich abzeichnen als braune Flecken, zu binden. Und das mache ich jetzt mit dem Isoliersalz, um keine Schicht zu bilden, sondern in dem offenen System zu bleiben mit den wässrigen Bindemitteln. Diffusionsoffen, das heißt, dass es dampfdurchlässig ist, luftdurchlässig, wasserdurchlässig, dass wir den Balken nicht schädigen, auch nicht die Farbschichten. Es ist eigentlich immer ein Rantasten, ein Überlegen. Wenn man am Arbeiten ist, hat man schon so die Gedanken dahin, was kann ich verwenden, was ist am effektivsten. Und dann überlegt man, auf was von der Baustelle hatte ich eine ähnliche Situation. Was habe ich da genommen und probiert und was hat funktioniert. Und das probiert man eben dann aus. Mir ist eingefallen, ich habe noch so einen Kalk mit Kuhmist drin, Kuhkalk. Den nimmt man auch zum Isolieren, also hat man früher eben gemacht, diesen Kuhmist. Da sind ja auch Salze drin, Ammoniumsalze. Und das würde ich jetzt hier auch einfach mal probieren. Vielleicht reicht es ja dann schon, dann haben wir es schon gekalkt und können dann dieses andere Isoliersalz weglassen. Kuhkalk ist eines der wichtigen Mittel ihrer Wahl. Wer glaubt, dass es hier jetzt stinkt, irrt, denn das Beißende im Kuhkalk ist längst verflogen. Dieser fast schon universelle Naturstoff hält sich lange im Eimer, nur frieren darf er nicht. Das lassen wir jetzt trocknen und dann kann ich morgen früh sehen, wie das Salz gewirkt hat. Und dann sehe ich, ob das mit dem Kuhkalk einfach schon reicht. Also ich gucke bei solchen Projekten immer, dass ich parallel arbeite. Das heißt, dass ich die Originalsubstanz festige, reinige, auskitte und zeitgleich die neu verputzten Stellen oder Rekonstruktionen eben schon ausführe, beobachte. Und dann gucke ich, ist das noch fest alles hier außen? Ist das intakt oder muss ich da hinterspritzen? Und dann gucke ich, ob die Malerei, ob die fest ist. Also wenn man das dann wirklich hört, wenn es hohl klingt, dann merkt man, das ist eine hohle Stelle. Und die muss ich halt dann hinterfüllen. Ich ziehe jetzt gerade eine Spritze mit Spiritus auf, also mit Alkohol, um jetzt die Festigung an der Malerei vorzunehmen. Wir haben für uns festgestellt, dass sich die oberste Kalkschicht gelöst hat vom Lehm. Und ich nehme dafür jetzt zum
vorbenetzen Spiritus, weil Alkohol ist kriechfähiger. Das macht den Lehm ein bisschen feucht und aufnahmebereit für eine wässrige Flüssigkeit. Und das Klebemittel ist eben Milcheiweiß, wässrig. Das ist ein Bindemittel und ein Klebemittel. Und das ist eben auch ein Naturprodukt. Und damit versuche ich jetzt, diese Kalkschicht wieder an den Lehm zu bringen. Mercedes, du hast dich ja jetzt für ein natürliches Bindemittel entschieden. Warum? Dass wir die Offenheit lassen, wie sie ist, eben mit dem Lehm und dem Kalk. Dass es für spätere Probleme, wenn es jetzt Wasserschaden gibt oder so, die Dampfdurchlässigkeit erhalten bleibt. Und wenn wir jetzt mit einem anderen Kunststoffbindemittel dran gehen oder Festigungsmittel, kann es auch sein, dass man das später als dunklen Fleck dann irgendwann wahrnimmt, weil da die Dampfdurchlässigkeit anders ist. Und dann werden diese Stellen meist ein bisschen dunkler mit der Zeit. Also ich probiere es immer erstmal mit den natürlichen Mitteln. Zu den weiteren Favoriten gehört Casein, ein natürliches Bindemittel, hat sie auch immer mit dabei. Braucht ein paar Tage zum Trocknen und hat sich für ein natürliches Raumklima bewährt. Um dem alten Meister möglichst nahe zu kommen, bedient sie sich wieder im Baumarkt der Natur. Das ist jetzt das mechanische Freilegen, wie man hört. Das ist jetzt ein Nylonpinsel. Das ist relativ weich von den Borsten her. Und da versuche ich jetzt mechanisch diese Schmutzschicht abzunehmen. Ja, das erkenne ich jetzt schon, dass das so eine florale Geschichte ist. Es ist jetzt kein großes Kunstwerk, aber trotzdem angenehm. Und es ist immer in der ganzen Fläche dann auch zu betrachten. Und da ist es eigentlich wirklich was ganz Schönes, so die Natur. Und der Maler wollte eigentlich eine lockere, florale Malerei an die Decke bringen. Was Freundliches, Helles, Leichtes. Die Zeit früher war ziemlich hart, kalt, trist auch oft, traurig. Im Winter muss man dann vielleicht mal doch drin sein. Und das macht schon eine Freude. Also es macht schon lebendig, ne? Die Farben, die wirken. Ja. Das ist ein Luftkalkmittel. Das heißt, da sind keine Zementbestandteile drin. Der kann nur an der Luft abbinden.
Wer wie sie mit Luftkalkmörtel geübt ist, rührt ihn von Hand. Wer das nachmachen will, muss Handschuhe und Schutzbrille tragen, denn Kalk und Wasser bilden eine ätzende Lauge. Kinderleicht ist es nicht, es ist tatsächlich körperlich anstrengend. Aber ich merke halt beim Rühren, wie die Konsistenz ist von dem Putz. Ist er zu dünn, zu fest und dann tue ich mir beim Auftragen leichter. Also wenn er jetzt schon zu fest ist, dann muss ich unheimlich viel Druck aufbringen. Und dann verbindet er sich auch nicht mit dem Untergrund. Also er braucht schon eine Geschmeidigkeit noch. Wenn er zu dünn ist, fällt er runter. Die Decke ist halt immer ein bisschen kompliziert, Schwerkraft. Wir wollen jetzt ein Gefachefeld an der Decke auffüllen mit Putz, weil das noch unter Niveau ist. Also wir müssen quasi die Schicht ein bisschen aufbauen. Das machen wir jetzt mit dem Kalkputz. Zuerst nässt sie den Untergrund mit Wasser ein, damit das Wasser, das im Kalkputz ist, nicht sofort aufgesaugt wird. Ihr Ziel ist es, dass der neue Putz langsam abbindet. Das macht nichts. Naja, ja, die Schwerkraft überwinden sozusagen. Also der Luftkalkmörtel, der ist eigentlich immer offen, diffusionsoffen und auch sehr weich. Also man kann mit dem sehr gut arbeiten, weil er eben auch weich bleibt, auch wenn er abgebunden hat. Und dampfdurchlässig ist, was dann eben dem Lehm zugutekommt. Das Raumklima und die Zimmertemperatur bestimmen, wie schnell der Kalkputz trocknet. Pro Tag ungefähr 1 Millimeter. Das Kohlendioxid aus der Raumluft wandelt den Kalkputz wieder in Kalkstein um. Wir sehen jetzt hier den angetrockneten Kalkputz. Das heißt, der hat noch nicht abgebunden. Und hier sieht man jetzt diese Sinterschicht ganz gut, diese glänzige Schicht, die jetzt eigentlich nichts mehr aufnimmt, die eine Sperrschicht bildet und die kratze ich runter, damit erstens mal der Putz besser austrocknen kann. Die Oberfläche wird vergrößert. Und damit der nächste Putz wieder drauf haften kann, also es ist griffiger. Die nächste Schicht besteht wieder aus Kalkputz, nur feiner und heißt Glätte. Darauf wird sie später die Malerei der Renaissance rekonstruieren.
sieht schon ganz gut aus. Aber ein bisschen muss ich noch mal nachspritzen. Ist der Kleber in den Lehm abgewandert? Ja. Okay. Das sind Rosshaare drin. Die sind zur Armierung für den Putz zwischen Holz und Lehmgefach, dass sich die Materialien bewegen können und der Putz nicht gleich rausrieselt. Genau, das ist früher so gemacht worden. Ich sehe das ja oft. Ich arbeite in alten Objekten und dann finde ich das ja auch, ne? Wenn ich freigelegte Wände habe, Decken, und dann begegnet mir dieser Werkstoff. Also die Haare sind früher natürlich verwendet worden, da gab es noch keine Kunststoffarmierung. Und das ist halt was Natürliches, bewegt sich mit, dehnt sich aus. Ja, und das kann man heute genauso verwenden. Der Balken mit Kuhkalk und Isoliersalz ist mittlerweile trocken. Kuhkalk ist für innen eine natürliche Alternative zu giftigen Holzanstrichen, die jahrzehntelang im letzten Jahrhundert noch in Häusern verstrichen wurden. Und ich würde mich deswegen jetzt eigentlich für den Kuhkalk entscheiden. Und es ist dann schon gleich mal ein Farbauftrag drauf, also mit dem Kalk. Also wenn ich das aufstreiche, sieht das eigentlich nass aus. Und das ist ja eben dieses Anzeichen für ein offenes Anstrichmittel. Das sieht eigentlich, wenn du es aufträgst, fast transparent aus. Und erst wenn es trocknet, dann trocknet eben auch der Kalk. Und dann wird es weiß. Also weißlich, ne? So milchig. Ja, und da bin ich jetzt eigentlich durch damit. Das muss jetzt gut durchtrocknen, also so einen Tag. Und dann kann man die Balken mit einer Kalklasur streichen. Zuvor testet sie, wie jeder Laie, an einer unverdächtigen Stelle die Farbe und schaut, wie die Lasur wirkt. Und erneut kommt ein Utensil zum Einsatz von der letzten Baustelle. Denn sie braucht nun, dem Original folgend, etwas Graues. Was so leicht und gekonnt aussieht, auch noch über Kopf und auf der Leiter, ist nicht nur ein Balanceakt, sondern auch eine körperliche Herausforderung, immer wieder aufs Neue. Momentan arbeitet sie mit Rebenschwarz und Eisenoxidschwarz. Diese Farbpigmente geben der Decke den gewollt leichten Anstrich. Klebeband brauchen wir hier eigentlich auch überhaupt gar nicht, wie man sieht. Das hat eigentlich was Störendes für mich. Davon abgesehen, dass es eben Materialverschwendung ist und auch Zeitverschwendung für mich, ne? Weil das Ableben, das dauert oftmals sehr, sehr lang.
Und dann ist auch keine Garantie, dass es funktioniert, weil oft läuft dann die Farbe drunter und das Klebeband oder man kriegt es gar nicht mehr ab. Also ich schaue immer, dass ich das so hinbringe. So, das ist gut. Ja, das ist jetzt eine gängige Methode, dass ich mir ein Transparent drüber lege, das mit Bleistift durchzeichne. Also ist heute fast in Vergessenheit geraten leider. Es gibt Schablonen, die kann man auch ausdrucken lassen. Aber hier geht es eben wirklich um die Handschrift. Anstrengend ist das zu zeichnen so. Ja, also ich sehe, wie der Maler seinen Pinsel hier angesetzt hat. Auch hier so diese Wurstensporen. Also, dass er wirklich seinen Pinsel genommen hat und hier so einen Strich gesetzt hat. Ich muss mir dann natürlich überlegen, ob ich es jetzt genauso mache oder ob ich das ein bisschen verändere, abwandle. Weil das stilisiert ist und die haben vorher eigentlich nie das Gleiche genommen. Die haben es jetzt nicht schabloniert sozusagen. Die sind schon ähnlich geblieben, aber die haben sich immer was anderes ausgedacht. Das sieht man auch an den gotischen Kirchen mit den Maßwerksfenstern. Also da ist jedes anders. Und dann nehme ich mir jetzt diese Punkte und Blätter ab und dann habe ich es für mich jetzt schon mal zum Entwerfen 1:1 von der Größe daheim auf dem Tisch. Klassische Musik ist für Mercedes Kupczyk eine ihrer Inspirationsquellen. Ihre 3 Jungs haben folgerichtig Klavier gelernt. Also ich bin sehr glücklich, dass es so vielseitig ist bei mir und so viele verschiedene Dinge zu gestalten gibt. Und so gerade der Wechsel, den finde ich toll. Das ist die Heilige Anna und das ist mein Meisterstück. Die hat so eine Ausstrahlung gehabt, oh Gott, also hoffentlich mache ich da jetzt nichts kaputt dran. Ich war ja zu dem Zeitpunkt auch schon Mutter und irgendwie habe ich so eine Verbindung zu ihr, mit der Anna. Deswegen stellt sie jetzt auch bei mir im Haus und ich freue mich, wenn ich sie sehe. Und ja, also es ist eine sehr diffizile Arbeit, sehr fein in allem. Eigentlich was ganz anderes als das, was ich jetzt gemacht habe, da in Wertheim. Und wenn hier, das geht schon noch so ein bisschen ins Künstlerische, aber diese Arbeit in einem Haus, das Verputzen, das Streichen ist anders als jetzt sowas natürlich. In ihren Augen hat sich eine Iris abgezeichnet. Ja. Und in der neuen, alten Deckenmalerei haben auch noch andere Blümchen Platz. Mit dem Pausrädchen perforiert sie die Linien. Auch das ist eine alte Malertechnik und funktioniert genauso wie bei Schnittmustern in der Schneiderei. Ich schleife jetzt die Löcher auf, also quasi dieses Transparentpapier, was jetzt so übersteht durch das Perforieren, muss ich wegnehmen, damit die Löcher frei sind, damit die Kreide übertragen wird.
Und jetzt habe ich hier einen Pausbeutel, da sind Pigmente drin, Kreide in einem Stoff. Und ich reibe jetzt damit über dieses Transparentpapier. Dieses Pigment lagert sich in den Löchern ab. Das ist eigentlich über Generationen so weitergegeben worden, diese Technik unter den Malern. Ja, ist alles getroffen. Die Linien sind alle da. Ich werde jetzt als nächstes die Farbtöne mischen, die Grundtöne für die Malerei, die wir an den Decken gefunden haben. Ich habe über Jahre ganz viele Pigmente geerbt von Restauratoren, Malern und habe jetzt so einen Orangeton gefunden, der ganz gut passen könnte für diese Punkte gerade. Und ich wollte das jetzt einfach mal probieren. Ich gebe das in ein Glas, mache ein bisschen Wasser rein. Und dann nehme ich mein Stuckeisen und hole mir da so ein bisschen raus. Dann gebe ich ein bisschen Bindemittel bei, also dieses Casein, um diese Pigmente aneinander zu binden und dass ich dann eben die Klebekraft habe, dass es am Untergrund hält. Ich streiche mir das dann immer auf so einen Deckel, um zu sehen, ja, wie dicht ist das. Sieht jetzt zwar hier ziemlich transparent aus und wenig, aber das ist so ein Plastikdeckel und das saugt gar nicht. Deswegen würde ich es jetzt trotzdem dann so probieren. Dann habe ich diesen Grünton von den Blättern. Und hier sehe ich jetzt eigentlich, dass das sich nicht gut verbindet mit dem Wasser. Also es steht so trocken im Wasser. Und dann nehme ich jetzt wieder meinen Spiritus und dann verbindet sich das besser mit dem Wasser. So, jetzt sieht es ganz gut aus. Das ist jetzt so ein Terra di Siena gebrannt. Das ist so, ja, so leicht rötliche Erde. Das verbindet sich sehr gut mit Wasser, sehr gut im Wasser löslich, dieses Pigment. Gebe ich jetzt auch ein bisschen Casein dazu. Und da würde ich jetzt sogar noch ein bisschen Wasser hinzugeben, weil das wahrscheinlich zu dunkel wird, wenn ich es so nehme, wie es ist. Kann sich jeder selber seine Farben mischen. Es gibt genügend Literatur darüber, wie das funktioniert. Und dann muss man halt einfach mal probieren. Aber also ich finde es ganz einfach und man ist immer flexibel. Man kann sich wirklich jeden Farbton selber mischen, den man will. Und man fängt langsam an in einem Eimer und mischt sich dann so in die Richtung. Gefährlich ist es manchmal, wenn man Pigmente hat, wo man nicht weiß, was es für welche sind. Ja, weil es gibt eben auch giftige Farben, da muss man mal ein bisschen vorsichtig damit arbeiten. Ja, und ich versuche es jetzt den Leuten wieder so ein bisschen nahe zu bringen. Und von den Kosten her? Also
Die Pigmente sind nicht teuer, der Leim nicht, die Kreide nicht, der Kalk nicht. Ist alles nicht teuer. Und vom Verbrauch genauso, das haben wir ja gesehen, das ist wirklich fast wie so eine Wasserbrühe. Ne? Es ist wirklich fast nichts drin. Und es hat trotzdem so viel Kraft, so viel Lebendigkeit. So, dann habe ich jetzt noch eine Farbe, und zwar dieses Weiß von der Blume, die wohl doch so ein bisschen gelb eingetönt ist. Aber ich würde jetzt erstmal nur mit dem Weiß beginnen. Und dann nehme ich meinen Kalk eigentlich gleich wieder. Da brauche ich jetzt auch kein Bindemittel hinzufügen, weil das sich selbst bindet mit dem Kalk. Ich will ja jetzt hier nicht so viel in dem Original ergänzen, sondern so wenig wie möglich. Und das ist jetzt eigentlich schon wie so eine Retusche, so eine Strichretusche. Also ich habe mir jetzt hier eigentlich so mit einem Punkt gesucht, wo das Pigment am besten zu sehen ist. Weil die anderen sind schon ziemlich verwaschen, da ist das Pigment schon verloren gegangen. Und hier sieht man es jetzt, glaube ich, ganz gut. Das lassen wir jetzt auch trocknen. Hier habe ich mir jetzt die Stelle rausgesucht, weil ich es nebendran gut sehe, dieses Pigment. Und hier ist es schon ziemlich reduziert. Hier auch. Ja, das lasse ich jetzt auch trocknen. Also es sieht jetzt mal schon ganz gut aus. Muss es dann nochmal anschauen, wenn es trocken ist. 3 Wochen lang hat sie schon die Vorarbeiten mit all ihren Utensilien geleistet. Nun wartet die Renaissance-Malerei auf eine farbliche Wiederbelebung. Wenn alles glatt läuft, ist sie in 2 Tagen fertig. Dann habe ich ja jetzt noch so ein schönes Werkzeug. Das nennt sich Malstock. Und das ist mir eigentlich so eine Stützhilfe. Ich habe jetzt hier vorne so eine Knolle. Da kann ich das abstützen, meinen Stock. Und ich habe den so als Auflagefläche. Das, was ich jetzt mache als Kirchenmaler, eigentlich haben es die Maler gemacht. Den Kirchenmaler hat man irgendwann mal erfunden oder als Beruf klassifiziert. Und in Kirchen hat man ja eigentlich immer alte Materialien verwendet. Kalk, Leim und die Pigmente eben, von Hand gemischt, alle Sachen. Und dieses Handwerk, eigentlich das ursprüngliche Handwerk der Maler, ist fast verloren gegangen. Und der Maler macht heute fast nur noch nach Farbkarte aus dem Eimer rausstreichen. Und ich arbeite halt mit Pinseln, mache das frei Hand. Und das
ist halt viel mehr Spiel und für mich ist es eben viel interessanter, eben das jetzt wieder so zu treffen, wie es war. Dass es genauso wirkt von der Ausstrahlung wie das Alte. (300) Kirchenmalermeister und Meisterinnen arbeiten noch in Deutschland. Die Hälfte davon sind Frauen. Den einzigen Lehrgang dazu gibt es in München. Auch Mercedes Kupczyk hat einen Lehrauftrag, um all ihr nicht geschriebenes Wissen weiterzugeben. Also ich fasse jetzt hier sozusagen die Deckenfelder ein. Daher auch der Begriff des Fassmalers, Kirchenmaler, Fassmaler. Das heißt eben irgendwas einfassen. Das ist eigentlich wie so ein Bilderrahmen. Also man gibt der Malerei eine Bedeutung. Und ein Rahmen ist ja auch immer ganz wichtig. Und das mache ich eben auf verschiedene Weisen. Hier jetzt frei diese Linie, diesen Begleitstrich und diesen schmalen Ritzer. Da nehme ich mir dann eine Hilfe dazu. Kann man einen Stock nehmen oder ein Lineal. Die Kirchenmalerin hat lange darüber gerätselt, welche Blumen an der Decke abgebildet waren. Vergeblich. Es müssen heimische gewesen sein, denn das war damals so üblich. Sie ließ sich von der Handschrift ihres Vorgängers leiten. Iris, Storchschnabel und Akelei grüßen von der Decke. Ich fülle jetzt gerade noch die letzten Retuschen aus. Also hier vor allen Dingen an dem Übergang zu dem Neuputz. Und zwar mache ich da eine Strichretusche. In der Farbigkeit möchte ich jetzt eigentlich nichts weiter retuschieren, weil wir es sehr gut ablesen können, wie es war. Und weil diese Rekonstruktion, die ich ja entsprechend zurückgenommen habe, genauso wirkt vom Charakter. Und ich bin eigentlich immer dafür, das Alte so zu lassen, wie es ist, so wenig wie möglich da einzugreifen. Wenn man es sich jetzt von unten ansieht, sieht es sehr ruhig aus, sehr stimmig. So wie es ausgesehen haben könnte vor 450 Jahren. Natürlich jetzt ein bisschen reduziert, weil es gealtert ist, aber ich finde, man kann jetzt diese Gestaltung ganz gut nachvollziehen. Es hebt den Raum schon. Und ich sehe es schon als eine große Verantwortung, dass ich mich da einfühle, dass ich das zeige. Weil Räume prägen Menschen und Menschen prägen Räume. Mit Bildern an Decken oder Wänden kommunizieren Menschen. Seit Menschen gedenken. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.